Ja, hallo ihr Lieben. Hier habe ich eine kleine Kolonie Polyrachis armata. Ja, ihr seht hier, die sind hier drin in diesen Röhrchen. Das ist hier so ein bisschen dunkel, das ist aber jetzt kein Schmutz oder so, sondern die weben sich hier in dieses Röhrchen ein, weil das ist halt eine webende Ameisenart. Dazu haben wir hier eine Königin, Bruteier und Larven. Ich denke mal, das sind hier um die 8, 9, 10 Arbeiterinnen. Und für die möchte ich jetzt ein kleines Zuhause einrichten. Ja, ich habe mir ein paar Sachen hier zusammengesucht. Was ich mir jetzt zusammengesucht habe und wie ich das einrichte, seht ihr jetzt im folgenden Video. Ja, und gut geeignet dafür ist diese Arena 30 x 30 in der 60er Höhe mit dieser Schiebetür. Ja, und der Grund ist, dass sich ja viele webende Polyrachis-Arten sich ja nicht im Bodenbereich einnisten, sondern im oberen Bereich sich ja dann befinden, je nachdem, welche Pflanze oder Dekoration dort platziert ist. Aber die würden sich ja oben tendenziell eher mal platzieren. Und dann habe ich die Schwierigkeit, wenn ich jetzt den Boden reinigen möchte oder ich möchte irgendwelche Näpfe austauschen, dann kommt man von oben schlecht ran. Ja, und dafür wäre halt dann diese Schiebetür. Damit die Tiere gar nicht erst über die Tür rauskommen oder an die Tür rankommen, wird hier diese Türumrahmung mit so einem Ausbruchsschutzmittel, in dem Fall das Ausbruchsschutzmittel Öl, bestrichen. Aber was ist, wenn die Kolonie später so groß wird, dass jetzt überall die ganzen Arbeiterinnen herumlaufen? Ja, dann hilft natürlich dieser Ausbruchsschutz, den wir um diese Tür angebracht haben, nur bedingt. Ja, und für diesen Fall haben wir hier extra so eine Umrahmung für diese Schiebetür konstruiert. Ja, ihr habt hier die Möglichkeit, das Ausbruchsschutzmittel auf die Unterseite hier zu streichen und dadurch habt ihr natürlich einen zusätzlichen Schutz. Ja, wenn ihr das Futter nicht immer im Bodenbereich platzieren möchtet, also sprich jetzt Näpfe und Tränken, dann habt ihr noch die Möglichkeit, beziehungsweise wir bieten euch hier eine Magnetplattform an. Ihr könnt einfach hier in dem Becken drinnen platzieren und habt hier die Möglichkeit, die Futternäpfe, Tränken und so weiter einfach in der Höhe zu variieren. Also ihr könnt dann einfach mit dem Magnet das Ganze hoch und runter schieben. Ja, das andere Zubehör, das kennt ihr ja soweit, einmal die Formikarienunterlage zur Isolierung bzw. nochmal als Tischschutz. Dann haben wir den Regenwald-Bodengrund, den werde ich hier unten gleich nochmal platzieren. Thermohygrometer, um die Temperatur, Luftfeuchtigkeit zu messen, die Näpfe, Tränken, um jetzt eine kleine Starterkolonie zu versorgen. Ausbruchsschutzrahmen, der ja auch nochmal mit Öl bestrichen wird, damit die Tiere nach oben hin nicht raus können, wenn ich den ganzen Deckel öffne. Die Abdeckung und dafür nochmal passende Gitter einsetze. Ich denke mal, dabei, jetzt habe ich soweit alles. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen Dekomaterial zusammensuchen, dann baue ich das Ganze einfach mal auf. Ja, jetzt habe ich das Ganze soweit fertig eingerichtet. Ich habe hier noch eine Fotorückwand Regenwald verwendet. Ansonsten habe ich mal geschaut, was hier im Betrieb alles rumliegt. Das ist doch so einiges, was wir hier noch an Materialien rumliegen haben. Das habe ich jetzt einfach mal ein bisschen drin verbaut. Ich denke mal, so könnte ich mir vorstellen, dass die Tiere sich hier wohlfühlen. Ja, würde ich sagen, setzen wir die Tiere mal ein. Dazu öffne ich jetzt mal die Schiebetür hier einmal. Und jetzt kommt der spannende Moment, weil man den Stopfen hier einmal öffnen kann. Ja, die ersten lauern schon hier und wollen unbedingt raus. Das könnt ihr gleich machen. Suchen wir mal einen guten Standort aus, wo das Röhrchen gut platziert ist. Zack, hier ist ganz gut. Hier können die Tiere dann auch gleich rüberlaufen. Erste Ameise ist auch schon draußen und schaut sich das hier schon mal an. Ich würde sagen, wir beobachten das Ganze. Ich mache jetzt einfach mal die Tür erstmal zu und gucken uns jetzt mal an, wie die ganzen Ameisen das neue Terrain hier erkundschaften. Polyrachis armata ist eine der größten Polyrachis-Arten. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich über ganz Südostasien. Sie nisten und jagen hauptsächlich in relativ bodennahen Vegetationszonen. Ihre kugelförmigen Nester werden an Baumstämmen, in flachen Büschen zwischen Blättern oder selten auch in hohlen Bambusstämmen gebaut. Mithilfe ihrer Larven und der Seide, die sie produzieren, werden meist Blätter und Äste verwebt. Dabei tragen die Ameisen ihre Larven zwischen den Mandibeln. Ausgewachsene Kolonien können aus mehreren tausend Ameisen bestehen. Königinnen der Polyrachis armata gründen meist polygyn, das heißt, mehrere Königinnen gründen gemeinsam eine Kolonie. Dies erhöht die Erfolgschancen in der Natur. Außerdem sind sie semiklaustral, also auf Futter während der Gründung angewiesen. Königinnen verlassen daher ihr Nest, um aktiv zu jagen.